Ich habe den Impuls, einen kleinen Beitrag zu spenden zu dem viel diskutierten, viel beschworenen Thema des Loslassens und der Frage, wie das funktionieren kann, warum das manchmal so schwer ist und was wir unter Loslassen verstehen könnten, wenn wir es nicht als etwas begreifen, was wir aktiv an der Stelle versuchen oder mit irgendeiner konkreten Vorstellung davon, wie das aussehen soll oder wie wir dabei aussehen und performen sollen, wenn wir endlich von etwas loslassen können und unbeeindruckt von irgendwelchen Dingen sind, die uns binden. Und das Gebundensein ist, glaube ich, das erste Phänomen, was sich da total lohnt anzugucken. Was bindet? Wie fühlt sich diese Bindung an? Wo ist der Punkt in mir lokalisiert, der mich an irgendeinen Gedankenkreislauf oder an eine Konstellation, an ein Problem, an eine Verhaltensweise bindet? Das ist ja das, was ich loslassen will. Das heißt, ich denke, das gehört eigentlich gar nicht zu mir. Ich fühle mich aber trotzdem daran gebunden. Und dieses Gebundensein, was ja erst dieses ich muss das loslassen oder ich will das loslassen, auslöst, dieses Gefühl, ich bin hier an etwas gezwungen, da hält mich irgendwas fest oder ich halte irgendwas fest. Jedenfalls hält sich da etwas aneinander fest. Und solange bin ich bewegungsunfrei, solange bin ich gefangen an dieser Verknüpfung, an dieser Verknotung mit etwas. Das weniger zu durchdenken oder zu versuchen, die ganzen Gründe zu finden, warum das so ist, was diesen Knoten manchmal sogar noch verhärten kann. Und ich sage hier nicht, dass es sich nicht lohnen kann, Hintergründe zu erforschen, aber mir geht es gerade konkret um diese Frage, was kann man in dem Moment tun, in dem man sich gebunden fühlt und sich gebunden erlebt an etwas, während man eigentlich sich auf etwas anderes konzentrieren möchte. Das heißt, die Konzentration wird gebunden, das Handlungsvermögen wird gebunden an etwas, das ja auf eine Weise stört, die nicht produktiv ist, das auf eine Weise immer wieder reinkommt, immer wieder reingreift in Freiheitsbewegungen, in Möglichkeiten, die man erforschen möchte und im Grunde auslöst, dass man sich schon wieder eingekesselt fühlt von dieser Bindung, dass man sich schon wieder irgendwie angekettet fühlt und unfrei, bewegungsunfrei fühlt. Also zu lokalisieren, wo sitzt der Punkt, an dem eine Bindung entsteht mit etwas. Das ist, glaube ich, total hilfreich, das zu versuchen, wirklich örtlich, wirklich räumlich zu lokalisieren. Wo sitzt dieser Punkt? Nicht nur in meinen Gedanken, sondern vornehmlich in meinem ganz körperlichen oder ganz systematischen, ganz menschlichen Erleben. Und da wirklich genau zu sein. Wo zwickt das, wenn ich mich davon irgendwie versuche wegzubewegen? Und das wie vielleicht bildlicher zu verstehen, vielleicht auf eine Weise zu verstehen, dass man wirklich diese Schnüre ausmacht mit der Wahrnehmung, diese Ankerpunkte, diese manchmal auch Widerhaken, diese Enterhaken, die irgendwie im Fleisch sitzen können, im Gewebe sitzen können, in den Knochen sitzen können. Und an dieser Stelle glaube ich, dass diese Bilder erstmal helfen können, um es zu lokalisieren, um es zu orten. Aber dann können sie natürlich auch wieder sehr in ihrer Dramatik dafür sorgen, dass man glaubt, dass es nicht lösbar wäre. Das heißt, man kann sich daraus wieder einen neuen Strick drehen. Und ab da würde ich sagen, oder zeigt es meine Erfahrung, dass es hilft, es wirklich auf der Ebene zu betrachten, wie Teilchen miteinander gebunden sind. Das hat viel mit Ladungen zu tun. Und an der Stelle, glaube ich, kann man etwas machen. Man kann nämlich an diesem Punkt, den man dann geortet hat, versuchen, die innere Ladung, die eigene Voraussetzung, die die Bindung zulässt, die etwas anzieht, die etwas immer wieder näher kommen lässt. Und von diesem Näherkommen fühlt man sich ja dann heimgesucht im Grunde. Diese innere Ladung zu verändern
Und das kann man natürlich machen, indem man diese Stelle bewegt, indem man an dieser Stelle mit dem Bewusstsein so arbeitet, dass sich wirklich signifikant etwas verändert an dem Empfinden dieser Stelle, an dem in der Regel Trauma, was da sitzt, oder an einem Strang von merkwürdiger Ladung, Überladung oder vielleicht auch einer Taubheit, die da sitzt, und das irgendwie zu bearbeiten, sodass diese Bindung nicht zwangsläufig zustande kommen muss. Und ich glaube, alleine diese Konzentration auf den eigenen inneren Punkt, auf die eigene innere Offenheit dafür oder Grundvoraussetzung dafür, dass da etwas andocken kann, ein Thema, ein Verhaltensmuster oder eine Verzweiflung, eine Frage oder manchmal eben auch die Verhaltensweisen anderer Menschen, dass das eigene System diese Einladung oder man könnte sagen, diesen Zug, diesen Sog nicht mehr formuliert auf die gleiche Weise. Und das ist, glaube ich, eine Art, womit man diese Bindung nachhaltiger verhindern kann oder das Bewusstsein dafür schärfen kann, wie sie erneut entstehen kann. Man erforscht also eigentlich den Vorgang, wieso zieht sich da etwas immer wieder zusammen, wieso zieht sich da etwas wie magnetisch zusammen. Und da wirklich akribisch zu sein und zugleich sich nicht darin zu verfangen, daraus schon wieder etwas zu machen, was sich selbst überdramatisiert, was sich selbst als Geschichte aufbläst. Ich denke, dass und jetzt geht es eher in die Richtung auch Traumaarbeit, weil ich glaube, dass Traumalinien, also Bruchlinien in uns, in denen halt bestimmte Ladungen gespeichert sind, von denen wir meistens nicht viel mitbekommen, sondern eher über die Symptome, nämlich die Bindungen, nämlich die Dinge, die wir dann irgendwie loslassen wollen. Unsere Süchte, unsere Laster, unsere Verhaltensweisen, bei denen wir merken, dass sie uns irgendwie einschränken und dass sie uns nicht weiterkommen lassen, dass sie uns nicht mit dem Gewahrsein in den Moment eintauchen lassen, dass sie uns nicht präsent werden lassen, sondern eben an einer Stelle zirkulieren lassen, die eigentlich gerade gar nicht richtig real ist oder die gerade gar nicht dran ist, gerade gar nicht bearbeitet werden kann. Das hat, glaube ich, eine ganze Menge damit zu tun, was wir häufig gar nicht als Trauma bezeichnen würden, weil es vielleicht keinen besonderen biografischen Hintergrund zu haben scheint oder wo kein besonderes Ereignis präsent wird. Aber ich glaube, wir sind durchzogen von sehr vielen, teilweise auch feineren Bruchlinien, die in irgendeiner Weise mit tieferen, also in allen Menschen, glaube ich, vorhandenen Urtraumata verbunden sind. Man kann sich das vorstellen wie so ein Geäst. Und da gibt es aber einen Stamm, von dem das ausgeht. Und dadurch wird alles, was davon ausgeht, mit Ladung im Endeffekt versorgt. Und um diese Trauma-Bruchlinien, von denen wir als Menschen, so behaupte ich es, so zeigt das meine Forschung und meine Erfahrung, von denen wir wirklich an ganz vielen Stellen durchzogen sind, die aber nicht bedeuten müssen, dass wir automatisch da auch zerbrechen, sondern die einfach vorhanden sind, die einfach uns wie Flussadern vielleicht auch durchziehen und wir quasi gefugt sind durch diese Linien. An diesen Linien sitzen häufig Intensitäten, mit denen wir nicht richtig lernen umzugehen, die Phänomene zeigen lassen, für die wir erstmal gar keine richtigen Lösungen haben oder die wir uns nicht erklären können, die wir nicht subsumieren können unter die Konzepte, mit denen wir hier irgendwie durch die Welt laufen und die Selbstideen, die wir von uns haben. Aber es ist mega interessant, genau mit diesen Bruchlinien zu arbeiten, weil sie uns eine ganze Menge beibringen über das Geladensein überhaupt, über die Frage, wie trete ich ein in so ein Menschenfeld und was erzeuge ich um mich herum und was interessiert mich, was zieht mich an, was ziehe ich an. Und das gar nicht so sehr jetzt tatsächlich in so einem esoterisch oder spirituellen Verständnis von Gesetz der Anziehung und so weiter, da möchte ich gerade gar nicht reingehen, sondern wirklich auf eine Weise, wie reagieren Nervensysteme aufeinander, wie reagieren energetische Felder aufeinander,
Wie reagieren verschieden vorausgesetzte Individuen aufeinander? Solche atmosphärischen Fragen, die kann man, glaube ich, schon ganz gut auch ausmachen oder über die kann man auch sprechen mit Menschen, die vielleicht mit den spirituellen Konzepten nicht viel zu tun haben, nicht viel mit am Hut haben und vielleicht auch nicht viel damit anfangen können. Ich glaube, gerade an diesen feinen Linien, also wo wir sagen können, hier möchte ich loslassen und ich glaube auch, dass es möglich ist, also nicht von jetzt sehr tiefen Traumatisierungen zu sprechen, sondern von den feinen Verästelungen, die vielleicht davon ausgehen, kleinere Brüche, man könnte sagen wie so kleine Haarrisse, wie man es manchmal bei Knochenbrüchen auch kennt. Diese Orte lohnen sich extrem zu beforschen, weil es da noch so fein ist, weil es da noch nicht so überwältigend ist, aber trotzdem diese unterschiedlichen Ladungen, diese unterschiedlichen Intensitäten und Kräfte und wie sie auf uns wirken, wenn wir ein bisschen das Fenster dazu öffnen, was sich da Bahn bricht, was da freigesetzt wird und was sich dadurch auch verändern kann, wenn wir mit diesen Intensitäten auf eine verwandlerische Weise umgehen, dass wir diese Vermeidung, ihnen zu nahe kommen zu wollen, rückgängig machen, auflösen. Das ist, glaube ich, die Praxis, die Loslassen ermöglicht. Also die Vermeidung, nehmen wir jetzt mal die feinen Intensitäten oder die feinen Bruchlinien, die Intensitäten, die an diesen Stellen liegen, nehmen wir jetzt beispielsweise bei mir etwas, wo in der Schulter vielleicht so etwas sitzt. Sich dem zu widmen, das irgendwie frei zu arbeiten, durch kleine Bewegungen, durch vielleicht auch Stimulation von außen, durch eine Hand, die das mal ein bisschen wach macht oder auch durch Faszienrollen oder durch andere Formen, die wirklich mit dem Gewebe arbeiten und dem, was da an Lebensenergieladungen irgendwie verknotet, verheddert, vertüdelt ist und verknäult ist und das irgendwie wieder löst. Meine Erfahrung zeigt wirklich deutlich, dass wenn man so vorgeht, dass diese mentale Frage, dieses mentale Kreisen um, oh Gott, ich muss das loslassen, damit ich irgendwie weiterkommen kann oder alle reden vom Loslassen und ich muss am besten auf einmal alles loslassen oder komplett. Mir kam gerade das Wort unattachiert in den Sinn. Also die englische Version ist attached oder disattached sein, also nicht gebunden sein, losgelöst sein. Unsere Vorstellung sagt, glaube ich, oft, du musst dich direkt von allem frei machen und von allem loslösen und erst dann bist du frei. Und das können tolle, schöne und sehr interessante Referenzzustände sein, die man durch verschiedene Formen der Praxis auch erleben kann und erreichen kann. In dem Sinne, dass man sagen kann, okay, das ist möglich. Es ist möglich, sich so zu fühlen und ich muss mich nicht immer verknäult empfinden. Ich muss mich nicht immer gezwungen erleben. Mein Gehirn muss nicht immer rattern. Mein Gedächtnis muss nicht immer Geschichten neu abspulen oder ich muss mich nicht zwanghaft irgendwie von Dingen fernhalten, wo ich eigentlich hin will. Und ich muss mich gleichzeitig nicht immer in Situationen begeben, von denen ich eigentlich weg will. Aber es geht um diese Bewegungsfreiheit, glaube ich, die eigentlich das Interessante und Begehrenswerte ist und das, was wir so spannend fänden, am Loslassen können, am Losgelassen haben. Und wenn wir es weniger als dieses ein für alle Mal und dann für immer betrachten, wodurch schon wieder ein neuer Krampf entstehen kann, nämlich eine Performance-Vorstellung von ich bin so losgelöst und ich habe für nichts etwas zu tun und nichts kann mir was und so weiter, entsteht oft unbewusst noch viel mehr Knäuel an anderer Stelle, weil wir eben nicht wirklich mit den Ladungen arbeiten, sondern mit der Vorstellung, sie wären nicht da. Und das macht es, so meine Beobachtung und meine Erfahrung mit mir selber, häufig noch schlimmer, weil das ganze Ding weiterläuft und wir uns irgendwie eine Vorstellung davon machen, wir hätten jetzt irgendwie alle Seile losgelassen und wir wären jetzt irgendwie ein freier Mensch. Und das kann einem richtig in den Arsch beißen, in irgendeinem Moment, wo man nicht mehr in der Lage ist, diese Performance aufrecht zu erhalten, wo wirklich mal etwas passiert, wo einem diese Bindungen und diese Ladungen, die aufeinander prallen, die voneinander angezogen werden und manchmal auch wirklich kollidieren, massiv um die Ohren fliegt. Da fällt uns dann auf, dass wir doch vielleicht gar nicht so sehr losgelassen haben.
Und das ist aber, also es ist nicht unbedingt gut, aber es ist zumindest ein Weckruf dafür, dass eine wirklich konkrete Arbeit nicht passiert ist. Und andererseits ist es so, dass wenn man damit so konkret auch gerade an den feinen Sachen, an den unscheinbaren Sachen arbeitet, wirklich mit dem ganzen Körper und also mit allem, was einem da so zur Verfügung steht, diese, diese Anziehungspunkte, diese Polaritäten verschiebt, auflöst und auch wirklich erforscht, wie das passiert und wie das möglich ist. Da können unheimlich viele Sachen zutage gefördert werden, auch wirklich individuelle Wege und Möglichkeiten und Mechanismen und Techniken, die da ganz neu entstehen bei allen Menschen, die das wirklich machen, also die da wirklich hingehen und rangehen und schieben und gucken. Und was passiert, wenn ich nicht schiebe? Was passiert, wenn ich mal reingehe? Löse ich da vielleicht doch was aus, obwohl ich es nicht gewollt habe? Es gibt so viele Möglichkeiten, damit zu forschen und damit auch kreativ zu werden. Es muss nicht immer hoch ernst sein. So ernst Trauma als Erschütterung und als etwas, was wirklich tiefe und schreckliche Dinge birgt, so ernst das zu nehmen ist, muss die Arbeit mit Trauma nicht immer bierernst sein. Sie kann auch wirklich sehr freudig sein, sie kann auch paradox sein, sie kann verrückt sein, sie ist im besten Falle lebendig. Denn das ist es im Grunde, was uns ermöglicht, diese Ladungen wirklich zu verschieben. Wenn wir neue Wege finden, damit umzugehen, als die alten, dann passiert etwas. Wenn wir wirklich da Spiel lassen, wenn wir neue Spiele dadurch entstehen lassen, dass wir damit auf eine Weise umgehen, die wirklich nicht in alten, verrotteten Denkmustern verharrt, sondern die da etwas entstehen lässt, was auch Bock macht. Es macht dann Bock, quasi herauszufinden, wie man eine Bindungsankerpunkt in sich verschieben kann, sodass sich etwas löst, sodass etwas losgelassen wird, weil es einfach nicht mehr zusammenkommen muss, weil es nicht mehr zusammenkommen will. Und vielleicht entsteht an einer anderen Stelle was anderes und man hat das Gefühl, boah, es gibt die ganze Zeit irgendwie irgendwas zu tun. Aber ich glaube, nichts davon ist umsonst. Einerseits, weil immer wieder neue Wege erprobt werden und das ganze kollektive Repertoire angereichert wird mit neuen Ideen, mit unseren Beschaffenheiten, die echt teilweise komisch sind als Menschen, als Kulturmenschen in dieser Zeit und wirklich schwierig sind. Also es wird unheimlich viel beigetragen durch jeden Menschen, der das macht und der es mit dem Loslösen lassen oder mit dem Loslassen, wenn man den inneren Teil des Wortes halt irgendwie einklammert. Jeder, der es damit ernst meint und damit wirklich arbeitet und damit was verschiebt und bewegt, verschiebt automatisch auch die Kommunikationspunkte, die Flächen, an denen wir miteinander ständig in Interaktion sind, den Austausch, der ständig passiert, auch unter und jenseits und neben den Worten. Diese ganzen Dinge werden mit beeinflusst. Das heißt, die allgemeine Atmosphäre von hier ist irgendwie ständig was ineinander gekrampft und so weiter, wird gelöst. Es wird ein Lösungsimpuls gegeben durch jeden Moment, in dem du, in dem ein Mensch, in dem ich, in dem wer auch immer, da eine Ladung verändert und merkt, krass, das ist möglich, ich kann das wirklich machen. Ich muss es nicht spielen, es muss nicht mal irgendjemand mitbekommen oder sehen, aber es gibt hier wirklich etwas, was man tun kann. Und ja, also es hat etwas mit Trauma zu tun. Ich habe hier aber jetzt nicht davon natürlich gesprochen, wie eine richtige, fundierte Traumatherapie abläuft und wie da mit Methoden geforscht sind, die wirklich auch Menschen helfen in akuten Problematiken und in schwierigen Situationen. Das ist etwas für einen anderen Bereich. Also das ist hier nicht tangiert und das ist hier im Grunde natürlich auch nicht erzählt. Aber wir können auch von diesen Dingen, glaube ich, etwas mitnehmen und etwas lernen. Und für die Forschung mit den Dingen, die man selbst bewerkstelligen kann, auch von da extrem viel an Expertise, an Bildern, an Beschreibungen von Bewegungen und inneren seelischen, psychischen Beschaffenheiten
von Beschaffenheiten, von Lebensenergie, wie sie sich bewegt und wie sie es manchmal nicht kann, wie sie blockiert ist, wie sie unbemerkt ist, wie sie diese großen Magnetismen erzeugt und wo diese Lücken sind. Davon kann uns natürlich die Traumaforschung eine ganze Menge erzählen. Aber ich glaube, gerade bei diesen feineren Linien kann es hilfreich sein, nicht notwendig immer in der gesamten Schwere zu denken und sich davon überwältigen zu lassen, sondern an den Stellen auch zu erlauben, dass der ganze Blumenstrauß an Möglichkeiten, der sich dabei zeigen kann, auch in die freudigen Bereiche geht. Und dass okay, also es ist ganz interessant, warum das jetzt kommt, aber dass diese Bereiche Arbeit mit Trauma, Forschung mit dem Trauma und Kreativität im Umgang mit dem Loslassen und Spiel, dass die gar nicht strikt getrennt sein müssen, sondern dass die miteinander auch interagieren können und sich gegenseitig was schenken können. Und da keine Spaltung zwischen den Weisen, wie man sich dazu verhalten sollte, den Weisen, wie man das sieht und den Einordnungen, das hier ist Ernst und das hier ist Spaß. Heilung kann extrem viel Spaß machen und Heilung kann sehr beanspruchend, ernst und traurig sein und sehr viel Düsteres zutage fördern. Es muss sich halt einfach nicht ausschließen. Und ich glaube, diese Dimensionen, wo das Miteinanderspiel von diesen ganz vielen verschiedenen Qualitäten zutage tritt, ist das Phänomen des Loslassens oder nicht loslassen Könnens und findet sich genauso in der Arbeit mit Trauma.